Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Persona 3 Reload. Ich hab vergessen, was ich machen wollte. Es ist halt einfach mal vielleicht 10, 12 Stunden her, wo ich gespielt habe. Scheiße. Wir hauen uns mal wieder Ding rein. So, jetzt muss dann die Prüfungen bald anfangen, ne? Ach stimmt, wir hatten die URL noch, ne? Ich höre die Leute reden. Kam mir total sauber und neu. Mir ist aufgefallen, als wir in unserem Club auf einer anderen Schule waren. Dann sagen, dass unsere Schule vor 10 Jahren nach einer Explosion neu aufgebaut wurde. Ich habe aber auch gehört, dass die Explosion nicht der einzige Grund war. Zu diesem Zeit kamen viele Schüler plötzlich nicht mehr zur Schule. Vielleicht gab es auch deshalb den Neubau, um einen Neuanfang zu machen. Aha, was du glaubst, die Gecko Hain hat eine dunkle Seite? Du siehst zu viel fern. Die erste Glocke hat geläutet. Oh nein. Über die Heian-Ära reden und halte mich lange damit auf, also passt auf. Im Jahre 794 wurde Heian Kyo gegründet. 894 wurde die Botschaft des Kaisers nach China aufgelöst. Das ist die Prüfung nächste Woche ab, jetzt bin ich dafür zu faul. Aber nun weiter zum Feudalismus, pass gut auf. Mit dem Ursprung der Samurai zu tun. Ich werde dich Yuki. Ich platziere Yuki im Verteidigungsmodus. Welches Gesetz, das einem dauerhaften Besitzanspruch über ein neu erschlossenes Gebiet gab, diente als Grundlage für die Entstehung des Feudalismus. Es wurden sehr viele neue Land kultiviert. Zur selben Zeit tauchte ein ernsthaftes Problem für die Landwirte auf. Worum handelt es sich dabei? Entweder Landraub oder soziale Ungleichheit. Mr. Google, was sagen Sie? Mr. Google, wo ist überhaupt mehr im Auszeige? Persona 3 Reload Antworten. Mai, Juni. Ah, das ist eine soziale Ungleichheit. Ah, okay. Also doch eher das. Man weiß ja nie. Ja, du hast es erfasst. Die Arbeiten enden nicht nach der Urbarmachung des Bodens. Der Bau von Kanälen und anderen Sachen war sehr teuer. Reichen und einflussreichen Landwirte mehr Geld machen, indem sie ihren Landbesitz vergrößerten. Andererseits waren die wenigen Wohlhabenden zu ewig Armut verdammt. Immer dasselbe Geschichte. Gut, dass wäre alles zur Heian-Ära. Meine Antwort war richtig. Das ist so bescheuert eigentlich nicht. Unbekannter Absender wird so. Ach so. Also nun hat sich die Anzahl der Aufträge, die ich für dich habe, erhöht. Stimmt, wollte ich nicht sogar zu ihr? Okay, bessere Bindung. 4. Sag, wie groß dein Potenzial ist. Bla. Kann ich dir helfen? Ah, neue Aufträge. Füttere bitte die Katze. Da draußen gibt es eine hungrige Katze. Sie findet wohl keine Nahrung. Würdest du das arme Ding finden und sie füttern? Ah, Sicherheitsschuhe gerne einen Augenschein nehmen. Passanten belauscht, das war faszinierend. Die Welt des Online-Shoppings sind diese Sicherheitsschuhe gerade extrem beliebt. Diesen Schuhen so besonders ist. Bringst du mir ein paar? Die Sturzflutschuss anwenden kann. Vierte alte Dokument. Gyudon probieren. Genau, das muss ich noch holen. Aber schon mal ein Ablauf. Oh, doch hier. Das gewünschte Objekt. Bestimmte Pflanze. Allgemeine Bezeichnung dafür ist Weihnachtsstern. Mehr weiß ich darüber nicht. Soll das Hilfe brauchen? Frage jemand, der sich mit Pflanzen auskennt. Etwas aus dem Ozean. Kann ich hier nicht weg, wie du weißt. Falls du jetzt zum Ozean kommst, würdest du etwas für mich besorgen, das zum Ozean passt. Okay, ich habe ein paar Zonen mit dem Ding, das ist. Hat ich nicht gemeint? Hat die nicht irgendwas gesagt? Warte mal, es ist tags. Stimmt, ich soll ja, glaube ich, nachts bei ihr antanzen.
Ah, warte. Ich hab schon wieder komplett vergessen, dass tags ist, weil ich nie zum Velvet Room gehe, so. Achso, ja, die hungrige Katze ist da hinten, ne? Da. Miau. Scheint hungrig zu sein. Super Katzenfutter. Miau. Ja, miau. Nur laut, sie scheint glücklich zu sein. Vielleicht geht es gar nicht besser, wenn ich morgen zurückkomme und sie wieder füttere. Wo habe ich das Katzenfutter eingekauft? Wie ein Einkaufszentrum? Oh, war das bei dem? Konnte ich bei dem Katzenfutter kaufen? Ja, super Katzenfutter. Keiner nimmt mal nur 2 mit. Jo, Mann. So, wir könnten mit ihm weitermachen. Aber ich habe ja gesagt, wir machen jetzt ein Ding weiter. Ah, okay, ich könnte ihnen dann passt schon. Ich wollte wissen, ob die den Burger haben. Ja! Ab ins Antiquariat. Oh, look, dear. He's here. Try and perk up for the boy, all right? I understand their reasoning. But if they really go through with this, if we lose that tree, it would be like losing our son all over again. Bitte streite nicht, du denkst zu viel drüber nach. Ey, die Frage ist halt, könnte man den Baum nicht irgendwie retten, indem man einfach irgendwo anders pflanzt? Das wäre doch eine Idee. Bookworms. Social Link. Ja. Bukichi. Rang 5 sind wir, glaube ich, ne? Hä, warum geht es nach oben? Expand. Thinking too much, please stop spiraling. Ah, genau, okay, streiten. Und danach ist es wurscht. Achso, ich sollte wieder auf mein Bild gehen. Ihr seht ja das gar nicht, wenn ich was mache. Bitte streitet nicht. Jetzt krieg ich 3, weil ich bin We're not fighting. I was just fussing. gegrämt. Sorry for making you worry. Apparently, the rumor about cutting down the persimmon tree was true. So we went to the school together to say our goodbyes. Unfortunately, that just reminded my dear of the pain we felt the day our son died. Es wird sicher alles gut. See, dear? That's exactly what I said. If you keep crying all the time, then what'll your admirers think? Right? Oh my, don't make fun of this wrinkled old lady. Ich spiele dank des älteren Paares. Ich spüre, dass wir uns näher kommen. Stop by again anytime, all right? My wife would always be happy to see such a handsome young man. Here, take this for when you get hungry. Gebratenes Brot. Warum haben die jetzt nochmal gezeigt? Schwarzbild, ich krieg das Brot, wieder hin, wieder weg. Oh, it's you. Komm zurück, bist du ausgerüstet, bis zum nächsten Vollmond ist etwa etwas hin und ich würde gerne sagen, wir können es ruhig angehen, aber nun los, deshalb will ich, dass ihr euch nicht verletzt und viel lernt. Oh! Yeah! Gefährliche fremde Website?
Es interessieren dich Trainingsvideos? Ich habe eine Seite mit Selbstverteidigungskursen für Sicherheitsteams gefunden. Ich zeige es dir, weil du so genau so bist wie ich. Wer ist er? Ha? Ist das der URL-Typ? Lass mich vorbei. Zettel mit URL. 5000! Klar, nehme ich mit. Ich muss mal... Wir checken jetzt mal schnell, was diese URLs zum Teil können. Weil ich habe die eigentlich ignoriert, weil die waren ja... Die, was ich bisher nehmen konnte, waren jetzt ja nicht so der Brüller. UR... Bei URLs. Computer URLs und Persona Reload. All Shared Computer Reloads, okay. Ja, ich akzeptiere alles. Okay, hier kann man die Sachen. Believers Block Node, maximale SP um 5 hoch. Genau, das war ja das. Über Total Forum Node. Neue Drinks. Revenge Side. Courage Boost. Also Mut geht da hoch. Was hat er mir jetzt gegeben? History Website, Assassin Side. Die für 5000 Security Side Node. Unlocks Ambush Ability while dashing in Tartarus. Okay. Was gibt's denn da noch? Veggie Block. Can purchase Golden Tomato Sprouts. Ah, okay, da kann ich goldene Tomatensamen kaufen. Dating Site. Gibt dir 2 Punkte für alle Social Links. Man kann es mehrfach kaufen, kostet 3000. Holy shit. Assassin Side Note. Ambush Ability to inflict distress on enemies if you ambush them from behind. Distress. Also die haben dann einen Negativ-Buff. Wie nennt man es nochmal? Ich habe keine Ahnung. Historische Webseite für 8. Oh, da tut man das Theorie auffüllen, wenn man das dann macht. Wenn man jemanden Gegner von hinten erwischt. Und die Ninja-Fanseite? Enhance Ambush Ability by decreasing the amount of time before ambush triggered. Okay, aber ich dachte, es gibt auch irgendeins, wo man dann schneller nochmal rennen kann. Aber wir sollten uns die URL auf jeden Fall reinziehen, bevor wir nochmal in Tartarus gehen. Oder gehen wir zu nach Hause? Ah ja, stimmt, wir wollen ja eh das Lernen machen. Welche URLs habe ich denn jetzt eigentlich? Zettel mit URL. Website Schule X. Die Racheseite ist für Mut. Website der Schule X war für irgendein Getränk und das Iwatodai-Forum war ja... Ja, irgendwas, was ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ah, mehr SP5. Wenn ich lustig war, damit Mitsuru mich erwischt. Um Akius Not mache ich mir keine Sorgen. Eher darum, dass er wieder ein riskantes Training abzieht. Und je mehr er lernt, desto unwahrscheinlicher wird das. Ja, ich bin zwar mit der Prüfungsvorbereitung fast fertig. Warum hilfst du dann nicht, Yuki? Das heißt, falls er mitwacht. Ja, bitte. Gut, setz dich. Ich helfe dir beim Lernen. Ich fand die so lustig. I was hoping to go for another run after rehydrating. I believe you've done enough physical activity for one day. Any more and you'll hurt yourself. Fine. So, were there any subjects you needed help with? Tipps, wie man sich Formeln merken kann, Tipps, wie man sich Kanji merken kann. Kanji. The most basic method is writing them over and over again. But I get that's a tough way to stay motivated. That's why I reward myself with workout reps based on the number of new kanji I've learned. Sorry, damit kriegst du halt keinen. The more you study, the stronger you'll get. Pretty motivating, huh? In any case, I advise having a good workout ready to treat yourself with after a study session. Ich belohne mich jetzt damit, dass ich noch mehr arbeiten muss und It all fertig mache. comes down to making it a regular habit. Just a little each day really adds up. I wasn't going to say anything, but... Akihiko, working out isn't normally a reward for most people.
On top of that, what good does it do to preach about long-term habits mere days before the exam? I guess you have a point. In that case, how would you recommend cramming for it? It's not my usual style, but I would focus on memorizing material that is likely to be tested. If you give it your all, it shouldn't be too difficult. Easier than facing the enemy wholly unprepared, at least. Well, we can talk all night, but doing is where the magic happens. Here, let me give you some practice problems. Zwei haben mir weiter gnadenlos Tipps gegeben. Ah, fuck, nur zwei, da hätte ich auch was essen gehen können. Aber das war immer lustiger. You catch on quick. You immediately took what you learned and put it into practice. All you need now is some strength training and you'll be unstoppable. Once the exams are over, why don't we dive into Tartarus for a bit and get some workouts in? You never change. I'll need to continue keeping an eye on you to make sure you don't overdo it. The more you study and the more you train, the better results you'll get. I look forward to seeing what you'll accomplish from here on. Let's call it here for today. I want to get some stretches in before heading to bed. Das ist so schlimm, Alter. Let's get on with today's Oh lesson. nein, der Unterricht hat begonnen. Uriel, Rilue, Ililil, Eulir, Lairur. Ich verwende das Wort Magie in einem sehr weit gefassten Sinn. Gut, das heute Thema ist die Magie im Europa des Mittelalters. Ich gebe euch einen Intensivkurs zum wohl magischen Ort. Zum westlichen Magie gibt es viele Quellen, von Büchern bis zur Folklore. Sie eingehen auch auf die Veränderung der europäischen Magie seit dieser Zeit. Das ist kein verdammtes Fach in der scheiß Schule, halt's Maul! Entschuldigung. Letztes Erwähnen hat die europäische Magie ihren Ursprung in Heidentum. Allerdings wurde sie, beginnend mit dem Christentum, durch den Einfluss verschiedener Kulturen verändert. Was haben wir dann hier für bekannte Beispiele? Kabbala, die esoterischen Lehre der mystischen Aspekte der jüdischen Texte. Gnostizismus, eine christliche Sekte, wurde vom Zauberer Simon Magnus gegründet. Oder Magus. Die griechische Philosophie und Naturwissenschaft war das Erbe der Magielehrten. Gilt ebenso für die islamische Wissenschaften, die damals die europäischen übertrafen. Nun zu den Auswirkungen der Magie in diesem Zeitalter. Es war eine Epoche, in der die christlichen Lehren und Einsichten Naturwissenschaft aufeinander trafen. Die Magier suchten nach Verbindung zu den Göttern. Alle wach, bla bla bla, mehr Tests, Schutzgeist, bla bla. Oh, scheiße. Esoterische Lehre der jüdischen Texte. Was, Kabbala? Kabbala hört sich gut an. Sehr gut. Bedanke dich bei den überaus gütigen Schutzengeln dafür. Scheiß auf die Schutzengel. Wenn die schaffen, dass du das Maul hältst, dann bitte ich sie gerne an. In das Zeitalter verbrachten große Leistungen, insbesondere berühmten Grimoires, stechen hervor. Ein Grimoire ist eine äußerst umfassende Sammlung magischer Schriften, in der... Alter, ich schlaf vor Bildschirm gleich ein. Arschloch. Ich vergesse auch immer, zu denen ins scheiß Zimmer zu gehen, wenn ich im Tartarus war. Weil ich schon wieder bei den nächsten Action-Dingern bin. Guten Tag, Qualitätskaffee. Oh ja, ich habe ganz vergessen, dass ja... während der Zeit ja nichts passiert. Also die Clubs ja nicht sind, während die Prüfungsvorbereitungen sind. Weil es ums Lernen geht, Scheißstreber. Gehen wir noch ein wenig in Bookform. Oh, wir können gleich zum nächsten gehen, sehr schön. Oh, welcome. Hatten wir das nicht schon? Warte mal, Bookworm Social Link, das haben wir gleich. Ne, das 6 hatten wir gerade. 7 brauche ich jetzt. Look at Punkichi, not interested. Was passiert? Das ist gar nicht. Mitsu is crying. Ask why she is crying.
Ah, okay. Das gibt die meisten Punkte. Ah, don't you worry. She's crying because she's happy. She's an emotional woman, bless her heart. She's been like this since the day we met. You see, all the graduates from my son's class have come together. They're collecting signatures to save the persimmon tree. They say the tree is a memorial to their former teacher. They don't want it to be cut down. Klingt super. It was the same for our son's funeral. Many of them showed up for it. It's been so many years since then, but they still remember him. Ich glaube, das hier stimmt nicht. Ich sollte nach dem... Hä? W? WO. Was heißt WO? Achso, sind es die alten Dinge? Muss man nach anderen Dingen schauen. Sorry. Five. Was passiert, das ist großartig. Egal was. You respond what happened. Das ist großartig. Beim letzten ist egal. Ja, wirklich auch immer. Mit der Matching Persona. Hä, aber ich hab doch Shisha, oder? They've given their precious time for our son. I don't know what to say. I'm so grateful. You must be the one who called on them for this, right? Nö. Ah, don't pretend it's just us. You don't have to be so modest. You're a samurai. A modern-day samurai. Ich habe nicht mehr was gemacht. Zwei glauben wohl, dass ich hinter der Petition stecke. Sie sind voller Dankbarkeit. Ich spüre, dass wir uns näher kommen. Verdammter Lügner. And before you know it, you'll graduate and step boldly into adulthood. Don't forget about us, you hear? Someday I'd love to grab a drink, you and me. But for now, you'll have to make do with this. Cielo Mist. See you again soon. Sorry, falls gerade irgendwie geknackt hat oder so. Irgendwie hat es irgendwie da bei meinem Gehirn geknackt. Ich verabschiede mich von dem alten Paar und ging zum Wohnheim. Also, mein Headset hat immer wieder mal so ein Knacken gehabt bei der Musik. Das habe ich eben an dem Ding rumgespielt. Heute Abend Zeit, die Prüfungen stehen an. Ich dachte, wir haben nur zweiten Jahr, könnten mal zusammen lernen. Passe, ich gehe in mein Zimmer. Na, Junpei, warte. Ach, dann eben nicht. Du und Fuka und ich können ja trotzdem schön lernen. Eben. Wir brauchen den Spacko nicht dazu. Piss dich. Ist die Mitsur eigentlich da? Oh ja. Yes, precisely. Nachzudenken ist in Ordnung. Geht nicht, dass nächste Woche auch die Prüfung stattfinden. Was für ein Sieg. Weihnachtsstern? Spitze des Baumes, nicht wahr? Wofür brauchst du sowas? Wenn ich recht habe, musst du das gar nicht sein. Wie man Weihnachtsstern nennt. Warte ein paar Minuten, ja, ich schau mal nach. Sorry. Tut mir leid fürs Warten, bitteschön. Ich glaube, er braucht seinen Weihnachtsstern. Die Pflanze wird für gewöhnlich zur Weihnachtszeit verkauft, jetzt findet man sie kaum im Laden. Ich in meinem Zimmer, bitteschön. Oh, ich hab vergessen, nach der Katze zu schauen. Oder Yuki Abend, da, nach der Schule. Katze! Wo ist die Katze? Schwach aus, scheint hungrig zu sein. Energischer als letztes Mal. So besser, wenn ich morgen zurückkomme und sie wieder füttere. Fuck, ich darf das mit der Katze nicht vergessen.
müssen wir das mit dem Bockwurm nochmal anschauen. Da steht auch, dass ich eine Persona dabei habe. Komisch. Was passiert? Da, warum krieg ich trotzdem plus 1? Klingt super. Nein. Oh, welcome. Huh? Ja, und dann heult er wieder rum. Hallo? Hä? Sorry. So, jetzt halt bei meiner Prüfung hast du gelernt, wir wollen gerade zusammen lernen. Magst du mit, Yuki? Ja, klar, willst du mit uns lernen? Lernen wir zusammen. Gehen wir in den Tartarus. Ja. Super, fangen wir an. Stimmt, ich muss im Tartarus weitergehen, ne? So trendy. I kinda wasn't expecting that. Oh no, these are Natsuki-chan's notes. She let me borrow them since I was out trapped in Tartarus. Das ist echte Freundschaft. She sure is. That said, there's actually quite a bit missing from these notes. Oh, you're right. This part just has the equation and no answer, and this page is full of doodles. And this part, is that a drool stain? Hey, it may not be the best study material, but it's the thought that counts, right? I've been trying to think of a way to return the favor. Ihre Notizen vervollständigen. Die Lücken füllen. Huh? Oh, are you saying I should fill in any part she missed in her notes before giving them back? That sounds like a great idea. But it's going to be a lot of material. Oh. Then we'll help you out. It'll be a good review for us, too. Thanks, you two. Here, let me see those notes. Oh, yeah. Wir fingen an, Natsukis Notizen auszufüllen. Die haben fast alles komplett neu geschrieben, das war wirklich eine gute Wiederholung. Fast alles. Scheiße. Ich dachte, wir füllen nur Lücken aus. All done. It looks wonderful. Natsuki-chan's in for a real surprise when she sees this. Hoffentlich gefällt's ihr. I'm sure she will. I couldn't have done it without your help. Thanks, you two. Well, it certainly helped us study too, right? I'll make sure to give Natsuki-chan the notes back tomorrow. Good night. Sehr funny. Hey. Ja, die Prüfung geht mal los, hast du schon gelernt? Ja. Ach ja, geht mich ja nichts an. Weißt du, er ist das größte Riesenbaby in der Scheißgruppe. Oh nein, nicht der wieder. Endlich. Ich mag sie eigentlich mittlerweile fast alle nicht mehr. Bei der Taira no Masakado-Ära angelangte Wendepunkt der Samurai-Ära. Alles gewann mit internen Machtkämpfen des Taira-Clans. Der Streit eskalierte, bis der Kaiser auf einschreiten musste. Masakado wurde vom Kaiser verfolgt und hatte keine andere Wahl, als sich offen zu widersetzen. Kam es zum Krieg von Masakado. Yuki, du siehst zwar nicht gerade wie ein Samurai aus, aber sehen wir doch mal, ob du das trotzdem weißt. Theorie, dass Taira no Masakado den Prototypen eines für die Schlacht sehr bedeutenden Links entwickelte. Das Ding damit gemeint ist, alle Samurai brauchen schon bald eins. Gewehre haben sie ja nicht benutzt. Ja, aber Katana gab es doch schon vorher, oder? Okay, da bin ich jetzt gespannt. Antworten.
Echtes Katana? Alter, das ist aber lang her. Wusstest du schon, nicht wahr? Ja, es ist das Katana, Mann. Denke bei den Samurai immer gleich an ihre Schwerter, ist aber nicht sicher, ob Masakato sie wirklich entwickelte. Wird bei der Prüfung in der nächsten Woche abgefragt, also nicht vergessen. Und jetzt kommen wir auch schon zur Kamakura-Ära. Ich spüre schon förmlich das Stampfen ihres Marschs. Schon bald sind wir bei den Samurai. Im Jahre 1185 wurde das Kamakura-Shogunat gegründet. Ja, geschafft. Und natürlich wird sein Gründer Minamoto no Yoritomo. Ich fasse es nicht, dass wir endlich da angekommen sind. Meine Antwort war richtig. Die ganze Klasse sieht mich respektvoll an. Ich war müde bei dem ganzen Gezülze, ey. Nachricht von Sanada. Kommt heute Abend. Anscheinend hat er uns etwas zu sagen. Wir treffen uns im 3. Stock, wenn alle zurück sind. Wer war Itsuki-san? Bunkichi liebt dich. Was? Also ich erinnere mich, dass damals in Bezug auf seine Liebesbriefe geschrieben habe. Besuch uns doch, wenn du Zeit hast. Wir empfangen dich immer mit offenen Armen. Hallo, spielen wir heute? Notfall. Verhungernder braucht Unterstützung. Gourmet-Freunde, bitte kommt schnell. Soll es zuerst erfahren. Wo gehen wir hin? Na, gehen wir erstmal zum Velvet Room. Und ich hätte mich hinporten können, aber ich bin trotzdem wieder gelaufen. Die Katze! Nein, jetzt machen wir erst den Velvet Room. Katze, 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 Katze. Marvelous. I'm looking forward. Wie kann ich dir helfen? Aufträge. Here are my requests. Wonderful. Weiteren Auftrag abgeschlossen. Ich prüfe das kurz. Pflanze mit roten Blättern einen Weihnachtsstern. Pflanze Geschenke wachsen würden. Damit ist mein Auftrag erfüllt. Die Pflanzen den Raum ausfüllen, sobald die Geschenke in voller Blüte stehen. Was? Very well. Hä? Ausrüsten. Akihiko. 105? 145, Alter. Fuck. Ist das dann meine Katze? Kann ich die dann mitnehmen? Schwacher aus scheint hungrig zu sein. Miau, die Katze schnurrt laut, sie scheint glücklich zu sein. Das Licht in den Augen ist zurückgekehrt. Diese Katze ist sogar noch besser, wenn ich morgen zurückkomme und sie wieder fütter. Wir müssen mehr fucking Katzenfutter kaufen. Hätte ich gewusst, dass wir das jetzt noch öfter machen, hätte ich nur mehr gekauft. Hallo! There's a sale today, but you made up your mind? Thanks for coming. Done already? Thanks. Komme ich hier näher? Ach so, dann immer noch nicht? Hä? Dreckstange. Bisschen zu klein für Highschool-Schüler. Dann bestimmt macht es mega Spaß, sich schnell runter zu rutschen. Ich finde es nur lustig, dass sie das alles ausschreiben. Na, stand nicht, dass wir uns demnächst dann gleich wieder näher kommen. Scheiße. And that's the summary of what happened on the night of the 7th. These shadows seem to be quite a bit more formidable than the ordinary ones. I see. So our enemies are growing stronger as well. Well, it's not all bad news. In fact, I called today's meeting because... Hold on. Before we go on, I'd like to ask Kirijo-senpai something. Oh? I know I'm not the only one thinking this. So much has been happening lately. I feel like I've just been getting dragged along without really understanding anything. But now, I want answers.
so I'm gonna ask you straight out. You've been hiding something from us, haven't you, Senpai? You're always acting like you don't know anything about the Dark Hour or Tartarus. But they're connected to that accident 10 years ago, aren't they? What accident? Yukari-chan? There was an explosion near our school and a lot of people died. It must have been big news back then. You know about it, don't you? Yes. Luckily, no students were injured, but something is off here. At the time of the incident, there were several unexplained absences. Seems like more than just a coincidence to me. What do you mean? Well, I dug up some old school records and found something interesting. Those students weren't just absent. They all suddenly collapsed and had to be sent to the hospital. Sounds familiar, doesn't it? Remember those girls who bullied Fuka? They had to be hospitalized too. I want an explanation. What really happened on the day of that accident? The Kirijo group built our school, so you have to know something. Tell me the truth. I wasn't trying to hide anything from you, it just never seemed relevant. But... It's okay. It's not your fault. all right. I'll tell you everything. Shadows have many mysterious abilities. Some research indicates they can even affect time and space. We think of them as our enemies, but what if we could somehow use them to our advantage? They could be a source of unimaginable power, couldn't they? What? 14 years ago, one man pursued that very line of thinking. He was the former leader of the Kirijo group, Koetsu Kirijo. My grandfather. My grandfather was obsessed with the shadows. He wanted to harness their power to create something extraordinary. Create something extraordinary? To that end, he assembled a research team and had them amass a number of shadows. He was collecting them? Damn, that's freaking crazy. But 10 years ago, during the final stages of the project, there was an accident, and the experiment failed. They lost control of the Shadow's power, altering the nature of the entire world. You can't mean... Yes. Tartarus and the Dark Hour. According to the records, the accumulated mass of shadows split into several large ones that later dispersed. These are the shadows we've been encountering on nights when the moon is full. Maybe that's why it's difficult to predict where they'll appear. Wait a minute. If what you said is true, then why did our school turn into Tartarus? Don't tell me. Is it because that's where they conducted the experiment? Yes. Then those students who were hospitalized... It's just as you fear. It was a highly populated area, and the Kirijo group had influence there. They could essentially do as they pleased. Port Island must have been the perfect location for them. So yes, as you guessed, the experiment 10 years ago was conducted at Gekkokan High School. Just what are you trying to say here? So that's the whole purpose behind C's? We were dragged into all this just to clean up their mess?
to us? And you knew too, didn't you, Sonata-senpai? You've both just been using us! Or do you not care as long as you're the one who gets to do the fighting? I never said anything like that. I have my reasons. Think what you'd like, but it was my decision not to share the information. I'm sorry. It was never my intent to deceive you. Convincing you to join C's was my highest priority. I know it may not be fair, but shadows can only be defeated by Persona users. We are the only ones who can fight. That's hardly the point! I never had a choice either. It didn't matter if I wanted this power or not. Mitsuru, that's enough. Takeba-kun, it's only those in the past who are to blame. And they lost their lives as a result of what they did. We're all in the same boat here. None of us deserve the burden that's been thrust upon us. But that's... It's been 10 years since the incident in question. No one knows why those shadows suddenly returned. But now that they're here, we have the chance to find and destroy them. Do you realize what that means? What if I told you that the 12 shadows are the cause of everything? You're saying if we defeat them all, Tartarus and the Dark Hour will disappear? Exactly. That's what I was going to tell you earlier. See? It's good news, isn't it? Can that really be true? There's evidence to support it. And this is where our true battle begins. Our true battle. Regardless of what's happened in the past, we must fight to protect the people. The shadows are gaining strength. We can't afford to wait for them to strike first. Right. And there are still many mysteries surrounding Tartarus. For instance, why did such a gigantic structure appear in the first place? Wir müssen die 12 Schatten besiegen, mit denen alles begann. Nur so können wir der Dark Hour und den Tartarus ein Ende setzen. Ich muss kämpfen, um alle zu beschützen. 6 sind noch übrig. Ja, ich bin gespannt, ob die alle einzeln kommen oder ob die so nach und nach kommen. Oder ob dann halt auch immer wieder mal 2 kommen. Vielleicht sollten wir heute nicht in den Tartarus. Shunpei-kun hat mich gebeten, das Besprochene nochmal durchzugehen. Aber wenn wir alle 12 Schatten besiegen, dann kann ich meine Persona nicht mehr nutzen. Mann, so eine abgefahrene Kraft, die kann ich nicht einfach verschwenden. Hey. Du bist sehr ruhig, vermutlich wegen deiner unglaublichen Anführerqualitäten, was? Egal was passiert, du kannst alles allein regeln, nicht wahr? Ha, ich wünschte, niemand wie ich könnte so sein. Shunpei-kun, hörst du überhaupt zu? In Tartarus ist nur bekannt, dass er Schatten erzeugt. Davon abgesehen tappen wir alle im Dunkeln. Das Ganze tut mir leid, komm zu mir, wenn du irgendwelche Fragen hast. Ah cool, da kann ich ihn fragen. Letztendlich wurden mehr als 50 Leute bei einem Unfall verletzt. Die Medien nannten die Kirijo-Gruppe für die Tragödie verantwortlich und griffen vor allem einen einzelnen Forscher heraus und erklärten ihn zum Hauptschuldigen. Dabei tat es nichts zur Sache, ob es wirklich seine Schuld war oder nicht. Die Öffentlichkeit brauchte einen Sündenbock, an dem ihre Schmerz und Wut auslassen konnten. Wählten sie ihn, obwohl er auch nur ein Opfer war. Ihr Zorn war beispiellos, das war fast fürchterregend als eine Horde von Schatten. Yes. Zögere nicht, mich zu fragen. Was ist mit Mitsuru passiert? Den Vorwand, mit der Gruppe zu behelfen, wurde sie jahrelang Experimenten an ihrer Persona unterzogen. Das Geheimnis hinter den unbekannten Fähigkeiten von Personas zu lösen, die Entwicklung von verschiedenen Ausrüstungen abgefangen wie dem Invoker, nichts davon wäre ohne ihre Mitwirkung möglich gewesen. Manchmal waren die Experimente bestimmt sehr gefährlich und sie hat allen zugestimmt, wie es heißt. Ja, Mitsuru halt. Und der Chimpe hat nicht an so einen Scheiß im Kopf, außer ich bin nicht der Anführer, blablabla. Der mich ertrottet. Ist der eigentlich da oben drin, der Mitsuru? No. Keiner da. Die Dinger brauchen noch ein wenig und ich gabel es ja auch nicht. Wir könnten auch mal öfter welche rumlaufen. Was machen wir jetzt eigentlich am besten?
Vielleicht rennt er so Tanaka-Pfeifen-Kopf rum. Da ist er doch. Oh, wenn das nicht Yuki hast, gerade Zeit für, kann ich dir eine wertvolle Lektion fürs Leben beibringen. Kostenlos, versteht sich. Tanaka will anscheinend mit mir reden. Ich habe das Gefühl, dass wir uns dann blablabla näher kommen, blablabla. Begeistert, lass uns keine Zeit vergeuden. My schedule is so terribly packed. I don't usually have time for your average Joe, you know. You should be glad you're such a handsome boy. Ja, ich bin sehr handsome. All right, let's add a new word to our vocabulary today. Repeat after me. Placebo. The stress is on the middle syllable. Oh ja. Okay. Placebo. Ist das das Richtige? Ich denke schon. Ich schau mal nach. Very good. You're feigning interest well. A placebo is a pretend pill. Basically, it's a medicine to give you peace of mind. Imagine this. A supplement to eliminate those unsightly love handles without lifting a finger. Or a car navigation system that uses real-time image data to make your commute all the smoother. Or at least make it feel that way. Gab's 2000 nur noch keine Navis? These are just a fraction of our unique line of products. Wow. Verkauft sich das gut? Huh? You're really wowed by those bogus products? I suppose one could see them as rather spectacular. Our business doesn't provide tangible benefits. It provides peace of mind. Ja, bescheißen. Take Leute, emergency bescheißen. supplies, for example. People feel safe just because they have them, don't they? As it turns out, the more money people spend, the better they feel. Now then, Ich würde lügen, wenn es nicht that's so wäre. it for today's lesson. You can pay me back when you make your first million. Ich hielt einen eher fragwürdigen Ratschlag von Präsident Tanaka. Verstehe ihn jetzt besser. Als ob ich noch besser verstehen müsste, außer dass er hinterhältiger Drecksack ist. Shopping-Fuzis halt. Have you been keeping your promise? You didn't tell anyone, did Hier sich you? immer noch in die Hosen If you macht. go back on your word, you might be surprised to find your profile suddenly on an internet dating site. Vielleicht tue ich das schon. Es war schon recht spät, ich bin zurück zum Wohnheim.